Ein Haus, das fliegt und das möglichst nachhaltig in vielen hundert Arbeitsschritten gebaut wird. Mit Hilfe vieler Handwerkerhände, bis auch die letzte Schraube sitzt und der letzte Spalt dicht ist. Ein Haus, das die Geschwister Lisa und Timo Gelshäuser geplant haben. Angefangen hat es damit, dass wir den Forstbetrieb unserer Eltern übernommen haben. Leider ist genau zu der Zeit auch das passiert, dass der Borkenkäfer den größten Teil unseres Forstbestandes zerfressen hat. Die Fichten sind leider abgestorben in dem Zuge. Und dann sind wir dazu übergegangen, dass wir eine Lösung finden wollten, um unser Holz zu vermarkten. Kommt ja diese Dichte. Tief im Gelshäuser Familienwald in Kirspe. Hier stehen noch ein paar Fichten, aus denen die Geschwister ihre Modulhäuser bauen. Sie müssten in jedem Fall gefällt werden. Gesund sind die Bäume schon lange nicht mehr. Also hier sieht man sofort, weil leider keine Nadeln mehr dran sind. Das ist auch so das erste Zeichen, das erste krasse Zeichen. Und was man aber auch sieht, sind überall so kleine Löcher da drin. Fraßlöcher vom Borkenkäfer. Ein Großteil des Waldes ist verschwunden. Der Käfer zerfrisst die Lebensadern der Bäume. Das Holz kann aber ohne Bedenken verwendet werden. Ich kann das gerne mal zeigen. Also wenn jetzt hier mal was abgeht. Genau, also hier sieht man das. Hier frisst er sich beispielsweise ein. Und das hier sind diese Fraßbahnen, die der dann macht. Frisst sich unter der Rinde her. Aber das Holz an sich hat überhaupt keinen Schaden. Hier sieht man so gerade eben, wo er sich hergefressen hat, aber der geht halt nicht in das Holz hinein. Mit Waldarbeiten wie Bäume fällen sind die Geschwister Gelshäuser aufgewachsen. Das Schneiden der Fallkerbe, der Fallschnitt, das Ansetzen des Fellkeils, Routine. Nach dem Entasten misst Timo Gelshäuser den Baum aus und teilt ihn in mehrere Abschnitte. So bekommt er das Holz leichter abtransportiert. An guten Tagen holt er auf diese Weise bis zu 30 Bäume aus dem Wald. Fichtenholz, aus dem bald Wände, Böden und Dachbalken für Modulhäuser entstehen. Für die Gelshäusers die perfekte Lösung. Viel nachhaltiger als die Bäume zum Beispiel nach China zu exportieren und praktisch. Das ganze Haus wird quasi in der Halle gebaut und man hat da ideale Bedingungen. Das heißt, es kann nicht reinregnen, man hat alle Materialien da, die Leute haben perfekte Arbeitsbedingungen. Und das Haus kann aus mehreren Modulen bestehen, die gerade noch transportabel sind. Wir bauen bis 12 Meter Länge und 4 Meter Breite, kann aber auch kleiner sein, auf einen Zentimeter genau. Und ja, daraus kann man entweder ein Tiny House bauen, aus einem Modul oder aus zweien, oder aus mehreren Modulen größere Häuser. Eine Geschäftsidee, die den Familienbetrieb retten soll. Mit dem Geld, das durch die Häuser verdient wird, wollen Timo und Lisa ihren Wald neu aufforsten. Dieses Mal als Mischwald, damit der besser mit dem Klimawandel umgehen kann.
Station 2 nach dem Fällen der Fichten ist immer erst das hauseigene Sägewerk. Rainer Kossurok richtet die Stämme zunächst aus, damit der Stammmittelpunkt parallel zum Sägebett ist. Danach zeichnet er die Bohlen ein und startet die Säge. Aus dem überschüssigen Holz entstehen Bretter, aus den äußersten Schichten der sogenannten Schwarte Brennholz. Das Holz wird erstmal getrocknet, bevor es weiterverarbeitet werden kann. Die langen Fichtenbohlen sind im Modulhaus vor allem für die Innenwände gedacht. Dafür hobelt das Team jeden Balken zurecht. Stück für Stück schiebt Christian Pelz das Holz in die Maschine. Hinten raus kommt die sogenannte Sauerlandbohle. Ein selbst ausgedachter Name. Typisch sind die markanten Nut- und Federverbindungen. Die werden später noch entscheidend. Annika Gerke bedient währenddessen schon die nächste Maschine. Einen Roboter, der früher in der Automobilindustrie verwendet wurde. Umfunktioniert sägt er jetzt perfekte Winkel in das Fichtenholz. Annika sägt das sogenannte Tiroler Schloss aus. Das heißt, hier aus der Sauerlandbohle wird hier oben eine Ecke und hier unten eine Ecke ausgespart. Dann kann man die so super aufeinander stapeln. Und das nutzen wir dafür für die Innenwände in den Gebäuden. Und diese Ecke, finde ich, sieht erstmal wunderschön aus und ergibt eine formschlüssige Verbindung. Das fertige Modulhaus soll am Ende genau den Vorstellungen der Kunden entsprechen. Dafür sorgt Gelshäusers Architektin und Baubiologin Luisa Pfeiffer. Jede Innenwand und jede Steckdose muss genau geplant sein. Das Haus, was wir gerade bauen, besteht aus 4 Modulen. Wir haben 2 sogenannte Grundmodule. Die sind hier unten gezeigt und die sind auf dieser Seite und auf dieser Seite offen und werden dann zusammengestellt und zusammengeschraubt. Und in dem Fall ist es so, dass die Kundin sich ein Satteldach gewünscht hat. Und da stellen wir dann 2 Module drauf, die jeweils eine Pultdachform haben und die dann zusammen ein Satteldach ergeben. Morgens im Holzbetrieb Zultner, ein paar Autominuten entfernt. Das Holz soll möglichst kurze Wege machen. Hier zimmern die Handwerker die Module zusammen. Um genau zu wissen, wie viele Balken oder Bretter man wofür benötigt, rechnet das Team die Pläne der Architektin in 3D-Modelle um. Für jedes Modulteil, also für die Bodenplatte, die Wände oder auch die Dachschrägen, erstellen sie einen eigenen Bausatz. Von der Hebeschraube? Genau, ich muss sie nämlich erstellen. Ja, hier sieht man das ganz schön, dass man hier so eine Holz-Holz-Verbindung hat, so eine Schwalbenschwanzverbindung. Das heißt, Ist die Planung gemacht, kann es losgehen.
Die größten Balken für den Rahmenbau der Module sind schnell aus dem Lager geholt. Eine Abbundanlage liest die digitalen Baupläne aus und zieht das Rohmaterial ein. Ein in ihr verbautes Sägeaggregat und eine 5-Achs-Fräse mit 3 verschiedenen Köpfen tun den Rest. Jeder Balken wird exakt auf Länge geschnitten, jede Steckverbindung eingefräst. Ein Hausmodul geht los mit der Bodenplatte. Das Team legt nach Bauanleitung zuerst alle Rand- und Bodenbalken für das Grundgerüst an die richtige Stelle. Passt alles, beginnen Timo und seine Helfer, die Balken zusammenzustecken und mit weiteren Querbalken aufzufüllen. Auch hier verzichten sie, wenn möglich, auf Leim oder Nägel. Das Schöne ist hier, wir nutzen hier eine Holz-Holz-Verbindung. Das heißt, wir setzen den Bodenbalken in den Randbalken mit einer Verbindung ein, die nur aus Holz besteht. Wir haben eine Schwalbenschwanzverbindung und das ist so, dass sie sich hier nach unten hin verjüngt und auch noch zur Seite. Und einfach nur dadurch, dass das Holz in das andere Holz reingreift, hält das in die Richtung, kann nicht mehr auseinandergezogen werden und es kann auch nicht weiter nach unten. Das heißt, die ganzen Lasten, die hier drauf liegen, werden allein durch das Holz gehalten. Wir legen Teile der Sanitärinstallation auch durch das Haus, sprich Wasser und Abwasser und vor allem in dem Fall hier Warm- und Kaltwasser. Und die sind einmal hier und hier zu sehen. Und hier laufen die Leitungen nachher durch den Boden, durch die gedämmte Ebene. Als nächstes braucht das Modul Wände. Um bei so vielen Bauteilen den Überblick nicht zu verlieren, ist es entscheidend, alle Balken zu beschriften und jeden Bausatz zu einem Paket zu verschnüren. Das Prinzip ist ähnlich: Auslegen und einstecken. Ganz ohne Schrauben kommt Zimmerergeselle Christian Pleiss aber bei den Wänden dann doch nicht aus. Jetzt haben wir quasi schon das Grundgerüst einmal ausgelegt, verschraubt, vorher das Ganze zusammengespannt und als nächstes werden dann die letzten Hölzer jetzt noch eingesetzt.
Die letzten Balken hier, das sind jetzt die beiden Streben, die dienen in dem Fall zur Aussteifung. Das ist der Unterschied zur klassischen Holzrahmenbauwand, die wir auch sonst hier bauen. In dem Fall dient die halt eben zur Aussteifung, was halt dem klassischen Fachwerk schon wieder etwas näher kommt. Aussteifung heißt, dass die Wand eben nicht hin und her wackeln kann, sondern durch diese Strebe bildet sich quasi schon ein Dreieck und die Wand ist stabil ausgesteift. Ja. Damit das ganze Haus auch stabil und sicher bleibt, muss jede Schraube genau an der Stelle gesetzt werden, die der Statiker errechnet hat. Wichtig ist noch, den richtigen Winkel zu treffen. Die werden jetzt in dem Fall mit 20 Grad verschraubt. Da habe ich mir jetzt hier so eine kleine Leere einfach gemacht zum Anhalten. Dann peile ich das grob an. Genau. Da Modulhäuser komplett in der Halle entstehen, darf natürlich eines nicht vergessen werden: Alle Bauteile müssen transportabel sein. Für diesen Zweck versieht Christian Pleiss jede Wand mit einer stabilen Halteschlaufe. Wie jedes Haus soll natürlich auch ein nachhaltiges Modulhaus bestmöglich gedämmt sein. Jedes Stück Wand braucht deshalb passgenau zugeschnittenes Dämmmaterial, bis jede Lücke ausgefüllt ist. Um das so ökologisch wie möglich zu gestalten, haben sich Timo und Lisa für eine Dämmung aus Holzfasern aus dem Schwarzwald entschieden. Bevor es mit der Innenverkleidung weitergeht, braucht jede Wand eine Schutzfolie. Das ist die sogenannte Dampfbremse. Die sorgt in erster Regel dafür, dass die Dämmung im Wandinneren nicht nass wird und Feuchtigkeit im Rauminneren, die halt da entsteht, sollte nicht in die Dämmung geraten. Ein gewisser Anteil kann durch diese Folie durchdiffundieren und durch den offenen Wandaufbau nach außen hin kann die Feuchtigkeit dann nach außen hin abgetragen werden und staut sich nicht in der Wand. Für die Verkleidung der Innenräume kommt jetzt die Sauerlandbowle zum Einsatz mit ihren markanten Zacken. Ja, das ist eine Nut-Feder-Verbindung. Das sorgt erstmal dafür, dass es ineinander rutschen kann. Also die nächste rutscht da direkt rein. Das ist erstmal für eine gute Festigkeit. Und vor allem die Feuchtigkeit und Wärme kann hier nicht so gut durch und man hat keine Lücken, wenn man da durchschaut. Und die werden jetzt fixiert auf dem Rahmen, mit dem Rahmen verschraubt. Und dann machen wir jetzt sukzessive nach unten hin, füllen wir die Wand quasi mit weiteren Blockbohlen.
Jetzt noch den Überstand absägen und abschleifen. Dann kann das Team die Wände auch schon auf die Bodenplatte heben. Dank des Deckenkrans der Zimmerei kein Problem. Vorsichtig setzen Sie jede Wand auf die Bodenplatte und verschrauben sie. Wichtig dabei ist, dass vor allem die Folie jede Lücke verschließt. Mit ein bisschen Fantasie ist das Haus schon fast zu erkennen. Zumindest die Hälfte davon. Das ist jetzt das erste Grundmodul. Nochmal genauso ein Modul kommt daneben. Und da wird in erster Linie Wohnzimmer sein und im hinten Bereich Eingangsbereich und Badezimmer. Genau, und dann kommt oben drüber nochmal 2 Dachgeschosse, also nochmal 2 Module oben drauf, die in erster Linie schöner freier Raum nach oben hin sind. Und nach hinten ist aber auch eine zweite Ebene eingezogen, wo ein kleiner Yogaraum sein wird. Zeit für den Feinschliff. Bei jedem Bauteil versuchen Timo und Lisa das sogenannte Cradle-to-Cradle-Prinzip einzuhalten. Heißt konkret, jedes Brett und jede Schraube verbauen die beiden so, dass sie eines Tages auch wieder auseinandergeschraubt und sortenrein entsorgt werden könnten. Auch die Fassade verschießen sie deshalb nicht mit normalen Nägeln, sondern mit sogenannten Scrails, die wieder rausschraubbar sind. Jetzt ist der Innenboden an der Reihe. Natürlich ein echter Holzboden. Insgesamt kommt der Großteil des Holzes im Modulhaus auch tatsächlich aus dem eigenen Wald. Im Moment ist das weit über 50%. Also vor allem die komplette Innenverkleidung, also die Wände, die Blockbohle, die wir hier verwenden, die komplette Fassade, die ist aus Lärche. Die Lärche verträgt es jetzt leider nicht mehr allein zu stehen ohne die Fichten, weil die den Wind nicht kennt und jetzt reihenweise umfällt. Und die verarbeiten wir jetzt gerade zu Fassaden. Dieses Modul ist fertig und muss jetzt nur noch gut bis zur Baustelle kommen. Der Transport ist echte Zentimeterarbeit. Jedes Modul ist genau so groß, wie es sein darf. Noch größere Module müssten wohl in der Halle bleiben. Der große Tag der Montage ist gekommen. Die Module kommen am Bauplatz an. Sorgsam fixieren die Zimmerleute jedes einzelne am Kran und heben es dann aufs Fundament. Ein Vorgang, der mehrere Stunden dauert.
Die Verbindungen zwischen den Modulen müssen nahtlos sein. Abdichtungen an den Übergangsstellen sind unverzichtbar. So bleibt die Wärme drinnen und der Wind draußen. Und da schwebt auch schon das letzte Modul ein. Wo heute Morgen nur ein Fundament stand, steht jetzt ein ganzes Haus. Zeit für das Richtfest. Prost! Auf starken Mauern, festen Grund. Das Elementehaus blickt in die Wund und seines Holzwerks voller Pracht recht als ein Meisterwerk vollbracht. Damit für lange Zeit zum Nutz dem Bauherrn biete sicheren Schutz. Prost! Prost! Prost. Toll, wenn Leidenschaft zum Beruf wird. Ja, wir sind aufgewachsen im Wald, ne? Und auch ständig mit Holz gearbeitet. Ich mag es einfach super gerne. Es fühlt sich super an, es riecht super gut. Es ist ein ganz toller Werkstoff einfach. Wir haben auch in unserer Einrichtung viel aus Holz. Wenn man sich das aussucht, nimmt man immer lieber ein Möbelstück aus Holz als irgendein anderes Material. Ja, begleitet einen. In nur wenigen Tagen darf die Hausbesitzerin einziehen. Bis dahin erledigen die Gewerke noch die letzten Arbeiten. Sie bauen zum Beispiel noch einen Kamin ein, verlegen Rohre und schließen Steckdosen an. Wenn dann auch das Dach fertig gedeckt ist, steht zumindest der ersten Session im Yogaraum nichts mehr im Weg. Ein Modulhaus, fast nur aus Bäumen, die ohnehin gefällt werden mussten. Regional produziert und nachhaltig gebaut. Ein Haus, das nicht nur die glücklich macht, die bald darin wohnen darf. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.